Also es ist ja nicht mehr so, dass der Fußballer nur noch auf dem Platz steht und spielt 90 Minuten dieses Spiel oder ist eben beim Training mit dabei. Es gehören ja noch viele Dinge auch drumherum auch dazu. Sie geben viel mehr Preis, sie müssen noch mehr sich in der Öffentlichkeit auch oftmals rechtfertigen. Man sieht ja auch beim BVB, der jüngste Spieler ist 16 Jahre im Profikader, ist noch ein sehr, sehr junger Mensch und dementsprechend sollte er vorher schon wissen, was ich bei Social Media nicht mache. Denn das fällt alles auf einen zurück und da muss man sich vor schützen. Natürlich dann auch beachten, dass sich Social Media natürlich auch permanent auch ein Stück weit verändert, dass es immer wieder neue Apps gibt, dass auch die Themen, mit denen sie konfrontiert werden, auch immer andere sind. Ja, ich habe einen Instagram-Account und ich glaube, aus unserer Mannschaft eigentlich jeder. Ja. Ich glaube, ich habe mein erstes Handy habe ich, glaube ich, in der 5. Klasse bekommen. Und ja, meine Geschwister sind halt älter beide. Mitte 20 und deswegen, ich bin damit aufgewachsen, dass sie es halt immer hatten. Und am Anfang hatte ich noch kein Instagram oder soziale Medien auf meinem Handy, nur WhatsApp. Aber dann, ich weiß nicht, in der U13 mit 12 vielleicht, ich glaube, damit habe ich so angefangen zu, ja. Angeht und dementsprechend ist das natürlich ein laufender Prozess. Du kannst da nicht irgendwie eine Veranstaltung machen, sondern du musst halt permanent hinterher sein und dementsprechend wollen wir das wirklich auch ja, nachhaltig dann auch schulen und permanent auch auf Innovation eingehen und das wirklich nachdrücklich in die Köpfe der Spieler zu bekommen, dass sie wirklich auch eine innere Sicherheit haben, okay, so bewege ich mich nicht nur im Sinne des Vereins, sondern auch in meinem eigenen Sinne. Man weiß ja, mit einem Klick kann man vieles verändern. Also ob man jetzt irgendwie, ja, es sind halt viele dabei, die nicht ihr echtes Profil haben und nicht die echten Namen angeben oder so. Und es ist halt viel Blödsinn, Fake News oder so halt im Internet vorhanden. Also das Ziel der Seminare ist natürlich, starke Internet-User zu machen. Die Kids sensibilisieren, mündiger machen fürs Internet und unseren Beitrag leisten, was leider in Schulen leider immer wieder zu kurz kommt. Das heißt also wirklich informieren und da haben wir viel Erfahrung. Wir sehen ja täglich, welche Angriffe stattfinden und das wollen wir einfach nur teilen und das einfach auch sagen, hey, nutzt das Internet, nutzt die Technologie, aber nutzt sie richtig, dass ihr sicher im Internet seid. Natürlich Nachrichten so, ja, ich habe dich am Wochenende gesehen, hast gut gespielt oder ja, ich finde dein Profil cool. So, da antworte ich halt drauf, so, aber halt wenn jetzt irgendwie welche ja, Beleidigungen schreiben oder so, dann das ignoriere ich eigentlich und wenn ich ihnen zurückschreibe, dann freuen sie sich nur, dass ich mich darüber also Gedanken darüber mache. Wenn jetzt irgendwie welche schreiben, so, ah ja, wie geht's dir, wie ist es so in Dortmund oder so, dann antworte ich denen ganz normal. Ich lasse irgendwie keinen irgendwie so mir schreiben. Ich werde dich ein Leben lang hassen. Ich hoffe, du bekommst einen starken Durchfall. Du bist in FIFA 21 so schlecht. Der beschissene Torhüter verlässt Dortmund hoffentlich. Ich bin jetzt auch schon 30. Ich weiß langsam, wie damit umzugehen ist. Und es sind Leute, die mit sich selber, glaube ich, nicht 100% zufrieden sind, die vielleicht zu wenig Liebe erfahren haben in ihrem Leben, die dann aber das irgendwie versuchen zu verbergen, indem sie andere versuchen schlecht zu machen. Youssoufa Moukoko ist ein gutes Beispiel, wie man Social Media auch wirklich sinnvoll nutzen kann. Gar nicht so langer Zeit gab es beim Jugendspiel rassistische Äußerungen ihm gegenüber und ja, er hat da extrem besonnen darauf reagiert, wo jeder vielleicht dachte, okay, jetzt reagiert er emotional, ne? auch ohne Rücksprache mit uns. Viele Spieler machen mehr auf Instagram als auf dem Platz. Also es gibt viele Beispiele, wo die viel auf Instagram posten oder Stories machen, aber dann auf dem Platz vielleicht dann nicht so die Leistung bringen, die sie eigentlich bringen sollen. Instagram führt auch dazu oder Social Media allgemein, dass man weniger miteinander spricht. Ich glaube, es werden viele Bilder hin und her geschickt, aber man spricht weniger miteinander. Ich merke es jetzt zum Beispiel selber, auch wenn ich zu Hause bin. Meine Freundin ist jetzt auch sehr aktiv auf Instagram, das ist ihr Job sozusagen, die verdient damit ihr Geld und es ist einfach ja, krass, wie viel man jetzt so über Instagram, über Social Media austauscht, obwohl man eigentlich die Person anrufen könnte.
Ich bin auch ein Fan davon, ein lustiges Video einem Kumpel zu schicken über Instagram. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man immer noch genügend miteinander kommuniziert, redet und vor allem sich nicht alles zu Herzen nimmt, was auf Instagram oder Social Media von sich gegeben wird.